Heute werden wir Stadthäuser zersägen und zu sogenannten Reliefgebäuden umbauen. Mit vielen weiteren kleinen Bastlereien erschaffen wir so auf ganz wenig Platz ziemlich viel Stadtflair. Hallo und grüß euch zu einem Video der MOBA Manufaktur. Nach einigem Herumprobieren habe ich mich für 3 Gebäude entschieden, die zu einer Stadthäuserzeile in Reliefbauweise vereint werden sollen. Die Schnittkante habe ich mir per Klebeband markiert. Den eigentlichen Schnitt führe ich mit einer kleinen Flex- oder Winkelschleifer mit 1 mm Trennscheibe durch. Achtung, so wie ich das ohne Schutz und Halt mache, herrscht sehr große Verletzungsgefahr. Trotzdem bekomme ich damit einen halbwegs sauberen und geraden Schnitt hin. Diesen schleife ich anschließend per Schwingschleifer mit 400er Körnung. So wird der Schnitt schön sauber und auch den Grat entfernt man damit. Die Reliefs verbinde ich mit Heißkleber und Holzstückchen. So wird das wieder schön stabil. Erneut mache ich eine Stellprobe und richte nun alles so aus, wie es mir am besten gefällt. Direkt hinter dem Bahnhof haben wir noch ein Altstadt-Doppelhaus, dann kommt ein moderneres Wohnhaus und zu guter Letzt ein Plattenbau, aufgezählt von links nach rechts. Eine Bushaltestelle darf in der Nähe des Bahnhofs auch nicht fehlen. Dafür baue ich ein Lasercut-Modell von Architekturmodelle Weiß zusammen. Mit leichter Alterung gefällt mir dieses moderne Bauwerk sehr gut. Nun kommen wir zu einer doch sehr mühseligen Bastlerei. Ein Taxibus soll mit geöffneter Heckklappe dastehen. Mit der Rocco-Bastelsäge und einem Skalpell schneide ich entlang der Spalten der Heckklappe, bis ich diese als Extrateil in Händen habe. Ziemliches Gefummel. Den Innenraum und Innenseite der Heckklappe kaschiere ich nun mit schwarzem Lackstift, als wäre da alles mit Kunststoff verkleidet. Per Superkleber kommt alles in Position. Als Heckklappenlift kommen 2 Tackerklammern zum Einsatz. Auch soll es eine Szene geben, in der ein alter Mercedes abgeschleppt werden muss. Leider habe ich kein passendes Fahrzeug vom ÖMTC bekommen. ADAC passt aber leider nicht nach Österreich. Somit habe ich die ADAC-Logos mit Feuerzeugbenzin und Nagellackentferner entfernt. Funktioniert super. Der Plattenbau bekommt eine Tiefgarage. Die Aussparung dafür wurde ebenfalls mit der Flex rausgetrennt. Die Einfahrt ist ein Kugelausdruck, welcher erst auf Karton und danach hinter die Aussparung geklebt wird. Wenig Aufwand mit sehr viel Wirkung.
Das gleiche gilt auch für die Geschäfte. Hier verewige ich zum einen meinen Modelleisenbahn-Stammhändler, den Mostviertler, einen Müller und eine Trafik. Logos und Schaufenster wurden auch einfach ausgedruckt, per Uhu verklebe ich es passend. Als Ergänzung zum genialen Hintergrund von Modellbahning gibt es auch noch das Braunauer Stadttor. Ausdrucken, auf Karton verkleben, halbwegs sauber ausschneiden. Befestigt wird es mit dem Tacker zwischen den zwei Häuserzeilen. Übrigens habe ich etwas für euch. Christian von modellbahning.de hat mir für euch einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt, den ich unten einblende. Damit bekommt ihr satte 5% Rabatt beim Kauf eines Hintergrundes. Nutzt dazu bei Bestellung bitte auch den Affiliate-Link, zu finden in der Videobeschreibung. Da ich selber seit längerem zufriedener Fahrer eines E-Autos bin, darf eine Lademöglichkeit auf der Modellbahn irgendwie auch nicht fehlen. Foto einer Ladesäule in passender Skalierung mehrmals ausdrucken und ich klebe dies um ein 4 mm Holzstäbchen, sodass es rundherum vom Papier eingeschlossen wird. Ober- und Unterseite kaschiere ich mit schwarzer Farbe. Das Ladekabel baue ich natürlich mit einem echten Kabel nach. Der Mercedes EQS wird angebohrt, dass es so aussieht, als würde er gerade aufladen. Gehwege oder Gehsteige gestalte ich mit hölzernen Rührstäbchen. Die gefallen mir von der Dicke her am besten. Die Übergänge verspachtle ich mit Holzkitt und verschleife sie. Die Straße selbst wird dann noch gespachtelt. Da nutze ich fertig Spachtelmasse aus der Tube. Nach dem Trocknen noch schleifen und später mit Straßenfarbe einstreichen. Sollten wo Pinselstriche entstehen, die mir nicht gefallen, tupfe ich die Farbe mit Küchenrolle. So wirkt sie später auch leicht rau. Der Parkplatz der Ladestation soll neu geteert wirken und wird somit nochmal mit Schwarz überstrichen. Der Grünstreifen wird erst braun bemalt, dann mit gesiebter Erde bestreut und verleimt. Anschließend kommen wieder allerlei Gräser und Grasbüschel vom Zubehörhandel drauf.
Weitere Ausgestaltungen nehme ich vor. So zum Beispiel die Parkplatzmarkierungen, die ich mit weißem, matt austrocknendem Kreidestift mache. Der Aufbau der Ladestation, noch ein paar Bäume zwischen die Gebäude, Gullydeckel, Straßenlaternen und so weiter. Auch verklebe ich Maxerl und PKWs, je nachdem, wie ich eine Szene darstellen möchte. Hier für euch nochmal der zuvor erwähnte Gutscheincode. 5% Rabatt für so einen genialen Hintergrund von modellbanning.de. Zurück zum Thema Stadtflair. Der Platz hinter dem Bahnhof war extrem schmal. Trotzdem, ich denke, ich habe es geschafft, dort das Maximum rauszuholen, mit tollen Reliefgebäuden, sehr vielen liebevollen und teils selbstgemachten Details. Lassen wir das mal auf uns wirken. Und weil ich immer auch ein wenig Fahrbetrieb in meinen Videos mag, kommt heute ein IC1 am Weg nach Graz bei uns vorbei. Ganz klassisch geschoben von einer roten Baureihe 101. Passt doch auch hervorragend zum Stadtflair. Wenn es euch gefällt, was wir in diesem Video alles gebaut und gebastelt haben, unbedingt liken, kommentieren, teilen und auch unseren Kanal abonnieren. Für euch ist das alles kostenlos und für uns eine extrem wertvolle und wertschätzende Unterstützung. Besten Dank und bis zum nächsten Mal, Hans von der Moba Manufaktur.